Relume ist ein Dienst, in dem Sie Wireframes erstellen können, in dem Sie Sitemaps erstellen können, in dem Sie die ganze Grundlage für eine Website erstellen können, bevor sie in die Produktion geht, bevor sie in die Programmierung, ins Design geht. Aber Relume ist ein Dienst, der macht die Website fast schon fertig und in Zusammenarbeit mit dem Webdienst Webflow, was eine Art Hosting-Anbieter ist, eine Art Website-Baukasten, eine Low-Code-Plattform nennt sich das. Das heißt, das ist ein Dienst, wo Sie mit relativ wenig Grundkenntnissen an Programmierung, HTML und CSS eine Website erstellen können. Sie können visuell die Sachen zusammen arrangieren mit Vorlagen, müssen gar nicht wahnsinnig viel wissen, aber so richtig bequem ist es nicht. Man kann das schon gut verwenden und ich bastle meine Websites tatsächlich da vielfach damit, weil es einfach sehr schnell geht und ich sehr viel Kontrolle habe, anders als bei anderen Website-Baukästen wie Wix oder Squarespace oder solche Dienste. Die sind alle so ein bisschen eingeschränkt und in Webflow kann ich wahnsinnig viel selber machen. Das heißt aber auch, es hat eine steile Lernkurve. Und was jetzt ein Dream Team ist, KI-mäßig, ist Relume und Webflow. Da kann ich nämlich die Stärken von Relume verwenden, um meine ganze Struktur anzulegen, sowohl von der ganzen Site. Das heißt, ich lege meine einzelnen Seiten an, die Sitemap, als auch die Wireframes, sprich die Struktur von den einzelnen Seiten. Und am Ende exportiere ich das alles nach Webflow und habe dann das ganze Grundgerüst für meine Seiten schon drin und muss nur noch, in Anführungsstrichen, es schön machen, ein ordentliches Design drauflegen und habe mir damit sehr, sehr viel Arbeit gespart. Und wenn ich damit gut umgehe, habe ich auch eine ziemlich gute Grundlage für meine Website damit geschaffen. Das Ganze ist aber am eindrucksvollsten, wenn man das selber mal sieht, wie das entsteht. Und wir beginnen jetzt hier mit dem Prompting. Nicht ganz so schön ist, das Interface gibt es nur auf Englisch, aber Sie können hier deutsche Texte eingeben. Das ist gar kein Problem. Ich habe mir hier etwas zum Bistro Verde, unserem Beispielprojekt oder einem von unseren Beispielprojekten etwas zusammengeschrieben und in die Zwischenablage gepackt. Ich sage 1 bis 5 Seiten, ja, das passt. Das Ganze ist aber natürlich nicht auf Englisch, sondern auf Deutsch. Und das war's schon. Ja, er wollte hier, stand vorhin in dem Textfeld, will er ein paar Sätze, ich glaube 2 oder 3 stand drin. Das ist ganz schön wenig. Also normalerweise wäre es sinnvoller, hier eine genauere Beschreibung einzugeben. Aber bitte probieren wir es halt damit mal. Und jetzt passiert die Magie. Also ich finde das schon eindrucksvoll, wenn man jetzt hier sieht, wie sozusagen gleich die Sitemap entsteht. Ich mache dieses Feld mal zu und Feedback geben will ich jetzt auch nicht. Dann können wir sehen, was da drin ist. Ja, hier Sitemap zu Hause, also Homepage. Über uns Seite. Ja klar, Menü, okay, ja, also eben, was gibt's zu essen in dem Bistro? Blog, okay, Blog wollen wir nicht, können wir gleich mal wegmachen. Ich gehe da auf diese 3 Pünktchen und sage Delete. Kontakt, ja, okay, brauchen wir eigentlich auch. Frühstück und Mittagessen. Ja, warum nicht? Könnte ich mir überlegen, ob ich das wirklich haben will. Da sehe ich gleich eines von den Problemen, dass die KI mir schon irgendwelche Vorschläge macht und ich, wenn ich da vorher nicht drüber nachgedacht habe, was ich wirklich will, vielleicht einfach mal damit weitermache. Vielleicht macht es aber überhaupt keinen Sinn, eine Seite Frühstück und Mittagessen zu haben. Im Idealfall mache ich mir also vorher ein bisschen Gedanken über mein Grobkonzept, bevor ich so ein Tool einsetze. Aber wenn es mal super schnell gehen muss oder ich hier so ein Beispielprojekt machen will, dann kann ich es einfach mal dabei belassen. Ich sehe jetzt hier, da gibt es schon Beschreibungen, was denn da drauf sein soll auf der Seite, auf der Startseite Navigationsleiste. Klar, Hero Header, ja, okay, Feature, meinetwegen. Über uns, ja, Dienstleistungen, ja, okay, Testimonials, sagen wir mal, haben wir noch keine, weil das Bistro ja ganz neu ist. Das machen wir also mal raus. Call to Action, CTA, ja, okay, macht Sinn, dass man sagt, okay, komm doch zu uns zu Besuch. Online-Reservierung wollen wir keine, aber da kümmern wir uns nachher drum. Und ich sehe jetzt, ja, da fehlen die ganzen Sachen noch. Aber ein Klick auf Generate Content und mir wird hier auch für die Über uns Seite etwas vorgeschlagen und für die Menüseite und für die Kontaktseite und für das Frühstück und für das Mittagessen. Und ich will das jetzt nicht im Einzelnen durchgehen. Ich wollte Ihnen nur mal zeigen, ja, wie das funktioniert. Und das ist eigentlich alles schon mal ganz schön.
muss man im Detail sich alles angucken und die Sachen rauslöschen, die einem nicht gefallen. Man kann auch die Elemente hier markieren und dann an der Seite verschieben, sagt, naja, man will das irgendwie anders haben. Nein, die Sachen sollen doch irgendwie nach unten. Das geht alles. Ich kann auch weitere Seiten noch dazu anlegen, wenn ich sage, da fehlt doch noch was. Und wenn ich soweit mit der Struktur der Website zufrieden bin, dann klicke ich hier auf Wireframe. Und da wird es wieder super spannend. Dann werden nämlich hier tatsächlich live meine ganzen Seiten erstellt. Und da kann ich jedes Mal mich wirklich dran erfreuen, wenn ich dazu sehe, wie meine Website entsteht. Also ich finde das ziemlich cool. Und das sieht auf den ersten Blick alles schon mal ganz eindrucksvoll aus. Der ist dann noch ein bisschen am Nachdenken und bastelt noch ein paar Sachen. Aber wir können schon mal ein bisschen rein gehen hier in die Details. Ich schaue mir mal diese Seite an. Schau mal, was da so passiert ist. Okay, ich habe hier ein relativ großes Menü, was er da angelegt hat. Das wäre mir für so ein Bistro ein bisschen too much. Ja? Und das ist auch wieder so eine ganz typische KI-Krankheit. Ja, der knallt dann erstmal alles rein. Und die erste Aufgabe, die wir bei sowas dann haben, ist, hier ein bisschen Pflege zu betreiben und die ganzen Sachen rauszunehmen, die nicht sinnvoll sind. Sparen wir uns jetzt aber, weil es geht mir ja darum, Ihnen mal zu zeigen, wie das weiter hier funktioniert. Ja. Reloom hat hier eine schöne Hero-Section angelegt, hat hier wieder irgendwelche weiteren Informationen angelegt. Sieht alles ziemlich gut aus hier. Reservieren haben wir gesagt, wollen wir nicht. Kann ich einfach markieren, Rücktaste drücken und schon ist es gelöscht. Wunderbar. So gehe ich das dann alles durch. Und wenn ich das Gefühl habe, das ist jetzt alles soweit fertig und auch die anderen Seiten sind so, wie ich sie haben möchte, dann kann ich hier oben rechts auf Export gehen und kriege noch einen Hinweis, wie das Ganze funktioniert. Das ist ein bisschen mühsam, das muss man einmal machen beim ersten Mal, dass man, wenn man eben nach Webflow exportieren will, dass man dann diese Erweiterungen dafür installiert. Das ist aber gut erklärt hier. Wenn Sie das erste Mal machen, werden Sie da gut durchgeführt. Ich habe das jetzt schon gemacht und gehe jetzt einfach mal direkt zu Webflow und schaue mir an, wie ich dieses Projekt da importiere. Ich erstelle jetzt also eine neue Site in Webflow, sage Create Site und sage, das ist mein Bistro. Und da erstelle ich jetzt diesen Style Guide. Den brauche ich deshalb, weil in dem Style Guide festgelegt ist, wie die ganzen Sachen aussehen sollen. Reloom hat sich die Mühe gemacht, einen speziellen Style Guide für Webflow zu schreiben, damit das alles da auch hübsch aussieht. Jetzt ist das ganze Ding hier drin. Kann ich jetzt sozusagen erstmal stehen lassen und ich muss jetzt wissen, ich gehe jetzt wieder zurück zu Reloom und gehe auf den nächsten Punkt, der da heißt Install Webflow App. Wenn ich das noch nicht gemacht habe, kann ich sagen, hier Install App. Das muss ich dann eben autorisieren. Und er darf zugreifen auf das Projekt Bistroverde, sage autorisieren. Also das muss ich jedes Mal machen, das Installieren nicht, aber das Autorisieren muss ich jedes Mal machen. Und jetzt sieht es erstmal aus wie vorher. Ich gehe also nochmal zurück zum Tab, in dem Reloom geöffnet ist und sage jetzt, okay, damit habe ich die Sachen gemacht, jetzt muss ich importieren. Und das mache ich hier. Dann geht hier in einem kleinen Pop-up-Fenster mein Reloom-Importer auf. Da kann ich jetzt auswählen, welches Projekt von Reloom ich importieren will. Das ist das Bistroverde. Und da sage ich einfach, ich will alle Seiten. Nein, die Seite 7 hier, das war ja nur so eine Platzhalterseite, die ich demomäßig angelegt habe. Die möchte ich nicht und den Rest möchte ich haben. Sage Start Import. Und jetzt dauert es ein bisschen. Da können Sie sich jetzt mal in Ruhe einen Kaffee holen, bis die Seite da ist. Ja, er sagt jetzt hier bis zu 10 Minuten. Na, so groß ist die Seite nicht. Ich vermute, es sind nur 3 vielleicht, aber ja, die 3 Minuten muss man halt dann warten. Aber Sie sehen schon im Hintergrund, da wird Magie im Hintergrund gemacht. Das heißt, die ganze Website ist jetzt hier schon im Entstehen. Und Sie werden gleich sehen, dass das ziemlich gut ist, weil die ist jetzt
praktisch fertig. Ja, das ist alles noch grau. Die Farben sind sicher noch nicht die, die wir haben wollen. Die Schriftarten sind wahrscheinlich nicht die, die wir haben wollen. Unsere Bilder sind da natürlich noch nicht drin. Also uns steht da schon noch einiges an Fleißarbeit bevor, um daraus eine fertige Website zu machen. Aber dafür haben wir wirklich eine Website, die individuell ist und die für das, was wir jetzt genau haben wollen, genau passt. Und jetzt lassen wir Relume mal fertig machen. So, 15 Stunden 30 Minuten behaupten sie, hätten wir uns an Arbeit gespart. Ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, aber ein paar Stunden sind es auf jeden Fall. Also das ist schon ziemlich cool. Wir sagen jetzt mal Done und schauen uns an, was da so rausgekommen ist. Das Fenster können wir jetzt auch schließen. Wir sehen hier an der Seite von Webflow diesen Bereich Pages und da sehe ich jetzt hier, welche Seiten alle entstanden sind. Ja, das ist natürlich hier zu Hause die Startseite. Ich sehe auch ganz unten hier Draft Style Guide. Die darf ich auf keinen Fall löschen, weil das ist sozusagen die Grundlage für die ganze Formatierung. Wenn ich da Änderungen vornehme, dann werden die Änderungen auf alle anderen Seiten auch übertragen. Und das heißt, das sollte ich dann tunlichst machen. Ansonsten muss ich alles von Hand ändern. Wir schauen uns die Startseite an. Ja, wie sieht das aus? Ja, ähnlich wie in Relume. Aber der Unterschied ist, das ist hier tatsächlich fast schon eine fertige HTML-Seite. Zumindest, wenn ich jetzt hier auf Publish gehe, dann wird das als HTML-Seite veröffentlicht. Dann kann ich das entweder hier direkt in Webflow veröffentlichen, ja, unter diesem Namen hier, oder ich kann das Ganze exportieren und mir den Code runterladen. Und wenn ich da keine CMS-Funktionen, also Content-Management-Funktionen oder irgendwelche Datenbanken verwenden möchte, dann funktioniert das auch wunderbar und ich kann den Code irgendwo anders auch hosten. Wie gesagt, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Ja, wir müssen hier natürlich irgendwelche Bilder einfügen, die dazu passen. Das macht das Tool alles nicht. Aber die ganze Grundstruktur ist da. Und wenn ich jetzt hier in den Style Guide gehe, kann ich zum Beispiel auch sagen, ich möchte hier für die Überschriften, möchte ich bitte eine andere Schriftart haben. Sie sehen hier rechts die ganzen Einstellungsmöglichkeiten, die in Webflow einerseits so cool sind, weil ich damit eben so wahnsinnig viel machen kann. Und auf der anderen Seite für Leute, die das zum ersten Mal sehen, vielleicht auch ein bisschen abschreckend, weil ich da eben so viel machen kann und es ein bisschen unübersichtlich wirkt. Aber jeder, der so ein bisschen sich reingearbeitet hat oder wer schon ein Grundwissen von CSS mitbringt, der wird sich da sehr schnell zurechtfinden und kann damit viel, viel schneller arbeiten, als wenn ich irgend so ein komisches Drag-and-Drop-System habe, wie es die meisten Website-Baukästen haben. Dann sage ich jetzt hier zum Beispiel, ich möchte einen anderen Font haben. Das ist eine Variable, die ja definiert wurde, namens Heading. Ich gehe jetzt auf den kleinen Bleistift da rechts daneben und kann das dann ändern und sage, ich möchte hier zum Beispiel als Überschrift die Schriftart Merriweather haben. Und jetzt sind alle Headings hier inklusive Subheadings mit der Schriftart Merriweather ausgezeichnet. Und wenn ich jetzt auf die Seiten wieder gehe, dann stelle ich fest, da ist das jetzt auch überall gemacht. Ja? Und nicht nur auf der Zuhause-Seite, sondern auch hier auf der Mittagessen-Seite und auf allen anderen. Das ist ein wahnsinniger Timesaver, also eine Möglichkeit, sich viel Zeit eben zu sparen. Ich muss nicht hier jede einzelne Überschrift anklicken und ändern, sondern ich mache das alles hier auf meiner Draft-Seite und dann wird das durchgezogen auf alle anderen Seiten. Und hier ändere ich also sozusagen sowas wie Schriftarten, Größen, Positionen der Menüelemente zum Beispiel, auch Farben, ganz wichtig, Styling der Buttons, die ganzen Dinge, die Sie jetzt hier alle drin sehen, die kann ich jetzt alle anpassen. Und wenn ich das eben alles gemacht habe, dann würde ich im nächsten Schritt auf die einzelnen Seiten gehen, da noch die Bilder ändern und in ein paar Stunden habe ich dann eine Website, die ziemlich gut ist. Und natürlich nicht zu vergessen hier die Texte. Die Texte sind einfach irgendwelche Platzhaltertexte, die die KI da mal so gemacht hat. Die sind jetzt nicht schlecht und für so ein Beispielprojekt völlig ausreichend, ja. Aber da müssen Sie natürlich noch mal ran, wenn Sie eine wirklich gute Website haben wollen. Dann also viel Spaß bei der Umsetzung und ich hoffe, Ihnen macht die Arbeit mit Relume so viel Spaß wie mir.